Es ist das berühmteste Monument der Welt. Das pulsierende Herz des Römischen Reiches, in dem Helden gemacht und gebrochen wurden. 2000 Jahre voller menschlicher Dramen haben auf Steinen, Travertin und Opus Caementitium Spuren hinterlassen. Unter dem Schmutz der Jahrtausende verstecken sich Details, die erst jetzt zutage treten. Dank eines Restaurierungsprojekts, das dem Kolosseum zu altem Glanz verhelfen will. Rom, die ewige Stadt, Zentrum des größten Reiches der Antike. In seinem Herzen stand das Kolosseum. 2000 Jahre nach dem Bau benötigt dieses ikonische Bauwerk dringend eine Restaurierung. Eine einzigartige öffentlich-private Partnerschaft sorgt nun dafür, dass das Kolosseum in seinen Originalzustand versetzt wird. Es ist uns eine Freude, dieses Projekt zu unterstützen. Aber wir sehen es auch als unsere Pflicht an. Das Kolosseum ist ein Wahrzeichen Italiens. Die ganze Welt liebt dieses Monument. Restauratoren entfernen vorsichtig den Schmutz vieler Jahrhunderte, um das Kolosseum in seinen ursprünglichen Farben erstrahlen zu lassen. Das Baugerüst erstreckt sich über die gesamte Höhe des Monuments. Ein Fahrstuhl befördert die Arbeiter 55 Meter weit nach oben, von wo aus man eine beeindruckende Aussicht genießen kann. Die Entfernung der Ablagerungen sorgt nicht nur für einen ästhetischeren Anblick, sondern offenbart auch zahlreiche Geheimnisse. Rom ist die berühmteste Stadt der Welt. Jedes Jahr strömen Millionen Besucher in den Vatikan, das Herzstück des katholischen Glaubens, und bewundern die antiken Ruinen Roms. Das Faszinierende am Kolosseum ist, dass es kontinuierlich in Gebrauch war. Abgesehen von wenigen Zeitperioden wurde dieses Bauwerk ständig genutzt und verändert. Das Forum Romanum war das politische Zentrum der Stadt. Doch das Volk liebte das Kolosseum. Hier bekam es qualitativ hochwertige Unterhaltung geboten, die sich der jeweilige Herrscher einiges kosten ließ. Der Bau begann im Jahre 70 und endete 10 Jahre später. Die Einweihung der Arena dauerte ganze 100 Tage an. Dabei wurden die Gladiatorenspiele täglich von 80.000 Zuschauern bewundert. So wie es sich für das größte aller Amphitheater gehört. Das Volk soll Brot und Spiele bekommen, also einen gefüllten Bauch und Unterhaltung. Dann wird es nie zu einer Revolution kommen. Dieses Prinzip wussten die Herrscher Roms für sich zu nutzen. Seismische Aktivitäten und die Luftverschmutzung, die eine Stadt mit 6 Millionen Einwohnern mit sich bringt, fordern langsam ihren Tribut. Das Kolosseum ist nach dem Monumento a Vittorio Emanuele II auf dem nahegelegenen Piazza Venezia das zweitgrößte Bauwerk Roms. Der dichte Verkehr ist eine fortwährende Bedrohung für die antiken Monumente. Eine 3 Jahre währende 25 Millionen Euro teure Restaurierung, die mit Hilfe von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Künstlern durchgeführt wird, soll dieses historische Wunderwerk für zukünftige Generationen erhalten. Cinzia Conti leitet das Projekt. Hämmer und Pinsel in allen Größen und Formen werden eingesetzt, um Ablagerungen zu entfernen, die die Bausubstanz angreifen können. Die Gesamtoberfläche des Kolosseums umfasst 22.452 Quadratmeter. Es ist ein altes Bauwerk, aber es ist noch in guter Verfassung und sehr solide. Bei der Restaurierung müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nichts beschädigen, was sich unterhalb der Ablagerungen befindet.
Eine bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens hatte sich zur Aufgabe gemacht, dieses Wahrzeichen zu erhalten. Diego della Valle, der Besitzer des Modekonzerns Tod's, geht dabei ein großes Risiko ein. Doch für ihn war von Anfang an klar, dass er ein Teil dieses Projekts sein will. Nicht zuletzt wegen eines prägenden Erlebnisses während seiner Kindheit. Als ich noch zur Schule ging, haben wir eine Klassenfahrt gemacht und sind von meinem kleinen Dorf ins große Rom gefahren. Als ich das Kolosseum sah, war ich völlig überwältigt. Das habe ich nie vergessen. Und jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, bin ich überglücklich, dass ich zur Erhaltung dieses Wahrzeichens beitragen kann. In ganz Italien werden Monumente dank der Hilfe privater Förderer restauriert. Menschen, die einen finanziellen Beitrag leisten, um Bauwerke entstehen oder restaurieren zu lassen, wollen dafür die Anerkennung der Öffentlichkeit. Dasselbe ist auch im alten Rom geschehen, nur dass sich die Förderer dort auf den Monumenten verewigten. Kritiker warnen davor, diese Gesten als puren Altruismus anzusehen. Im Gegenzug für seine 25 Millionen Euro Spende sichert sich della Valle das Recht, das Kolosseum als Logo für seine Produkte nutzen zu dürfen und auf den Eintrittskarten Werbung für Tod's machen zu können. Diese Werbemaßnahmen sind Millionen wert, falls er sie wirklich nutzen sollte. Man sollte es in erster Linie für sein Land tun und nicht für irgendwelche Gegenleistungen. Es geht um eine symbolische Geste. In der angelsächsischen Welt ist es an der Tagesordnung, dass Unternehmer Projekte fördern, die ihnen Vorteile einbringen können. Und ich sehe das als eine legitime Denkweise an. Aber in unserem Fall geht es um Italien. Unser Land hat uns alle Möglichkeiten der Welt eröffnet und wir sind stolz darauf, Italiener zu sein. Also helfen wir gern bei der Erhaltung des Kolosseums. Es mag zwar das größte Amphitheater der Römer gewesen sein, aber es war nicht das erste. In den Arenen von Capua und Paestum gab es schon mindestens 250 Jahre vor dem Kolosseum Gladiatorenspiele. Das atemberaubende Amphitheater in Verona im Norden Italiens ist ebenfalls älter als das Kolosseum, ganze 40 Jahre. Es wurde vollständig restauriert und neu verputzt, damit es auch heute noch zur Unterhaltung der Öffentlichkeit genutzt werden kann. Vor dem Kolosseum gab es zahlreiche andere Amphitheater. Die Arena von Verona wird vom architektonischen Standpunkt aus als Weiterentwicklung des klassischen Amphitheaters angesehen, ohne die der Bau des Kolosseums, also des größten Amphitheaters der römischen Welt, gar nicht möglich gewesen wäre. Diese antiken Amphitheater, die alle vor der römischen Arena errichtet wurden, geben tiefe Einblicke in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Kolosseums. Bei der umfassenden Restaurierung werden einfache, aber revolutionäre, nicht invasive Techniken eingesetzt. Darius Aria, der Direktor des Amerikanischen Instituts für römische Kultur, hat bereits zahlreiche Ausgrabungen geleitet. Wie das Kolosseum restauriert wird? Die Außenseite wird momentan vor allem mit Muskelschmalz und Wasser gereinigt. Es werden keine Chemikalien eingesetzt. Allein durch Wasser werden die Schmutzschichten aufgeweicht und letztlich von der Oberfläche entfernt. Dafür werden Bürsten eingesetzt, um jede Form von Lücken und Kerben zu säubern. Diese werden anschließend ausgebessert. Es ist also ein sehr aufwendiges Unterfangen, da genau darauf geachtet wird, welche Auswirkungen diese ganzen Jahre mit sich gebracht haben. Das Wasser darf nicht direkt auf die Steine gespritzt werden. Stattdessen nutzen wir Zerstäuber. Der so entstandene Wassernebel sorgt für konzentrierte Feuchtigkeit, die etwa 4 Stunden anhält. So können die Schmutzschichten aufgeweicht werden.
In den bereits gereinigten Bereichen entdecken Experten erstaunliche architektonische Details, die ein neues Licht auf die Benutzung des Kolosseums werfen. Dank des Baugerüsts können die Restauratoren aus nächster Nähe die Löcher sehen, an denen Bronzeschilde angebracht waren. Genauso wie die Überreste der Sockel, auf denen einst Marmorstatuen standen. Diese Überreste wurden im 2. und 3. Geschoss entdeckt. Die Statuen dienten damals zur Dekoration der Fassade. Die sorgfältige Reinigung hat diese Rubrizierung offengelegt. Offensichtlich wurden die eingemeißelten Zahlen über den einzelnen Eingängen mit roter Farbe ausgefüllt. Die Besucher konnten 80 dieser Eingänge nutzen und bekamen dafür eine Eintrittskarte, für die man aber nichts bezahlen musste. Vor 2000 Jahren sind die Römer durch diese Torbogen gegangen, um sich Gladiatorenspiele anzusehen. Die Archäologin Federica Guidi klärt uns darüber auf, wie die römischen Kaiser über viele Jahre hinweg ihr Volk ruhig stellen konnten. Egal ob arm oder reich, die Römer liebten die Spiele. Sie verfolgten nicht nur die Gladiatorenkämpfe voller Leidenschaft, sondern jegliche Art von Spielen. Das kann man mit absoluter Sicherheit sagen, da sich das damals im gesamten Römischen Reich herumsprach. Der Ursprung dieser populären römischen Tradition reicht jedoch viel weiter in die Vergangenheit zurück, bis zu einem berühmten griechischen Epos, der Ilias. Homer beschreibt darin eine Reihe von Kampfspielen, die griechische Krieger zu Ehren ihres gefallenen Kameraden Patroklos durchführten. Sie traten im Ringkampf, Boxen und in Rennen gegeneinander an. Sobald einer der Krieger verletzt oder einem anderen deutlich unterlegen war, wurde der Wettkampf unterbrochen. Das wurde in Italien anders gehandhabt. Giorgio Franchetti führt eine Gladiatorenschule und gilt als Experte für die altertümlichen Spiele. 264 vor Christus war das Römische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen. Titus Livius und Valerius Maximus, die großen römischen Geschichtsschreiber, berichten von einer Begräbnisfeier, die damals zu Ehren einer politisch einflussreichen Person namens Decimus Junius Brutus Pera auf dem Forum Boarium stattfand. Dessen Söhne ließen in Gedenken an ihn 3 Sklavenpaare in einem Kampf gegeneinander antreten. Das war der erste historisch belegte Gladiatorenkampf in Rom. Der Kampf bis zum Tod erfreute sich schnell großer Beliebtheit. Bei zahlreichen Begräbnisfeiern wurden aufwendige Rituale durchgeführt, die zunehmend derartige Spiele beinhalteten. Die Spiele erregten immer mehr das Aufsehen der Bevölkerung, also wurden daraus richtige Veranstaltungen, deren Organisation mit wachsendem Publikum schwieriger und teurer wurde. Vor allem, da sie für angehende Größen der Politik eine hervorragende Investition darstellten, um Wählerstimmen zu gewinnen. Die Organisatoren der Kämpfe wurden Lanistas genannt, Gladiatorenmeister. Ihre Dienste wurden für die größten Veranstaltungen Roms in Anspruch genommen. 46 vor Christus ließ Julius Caesar zur Amtseinführung des Tribunals 320 Gladiatorenpaare gegeneinander kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt war der rituelle Aspekt dieses Ereignisses bereits in den Hintergrund getreten. Je größer die Nachfrage nach den blutrünstigen Spielen wurde, desto mehr Platz musste für sie geschaffen werden. Noch verfügte Rom über keinen passenden Ort. Also wurden jedes Mal aufs Neue kostspielige Sitzgelegenheiten benötigt.
In dieser Phase der Römischen Republik vermied man bewusst, diese provisorischen Aufbauten in dauerhafte Arenen umzuwandeln. Die Ansammlung großer Menschenmengen galt als zu gefährlich. Während die florierenden Städte Capua und Pompeji bereits über permanente Arenen verfügten, zögerten die Senatoren Roms. Sie wollten nicht, dass zu viele Gladiatoren gleichzeitig in der Stadt sind. Julius Caesar hatte 5000 Gladiatoren, doch es wurde ihm verboten, alle in Rom unterzubringen. Also wurden sie in ein Trainingslager in Capua umgesiedelt. Diese Stadt ist allerdings nicht weit von Rom entfernt. Das alte etruskische Capua galt nach Rom und Karthago als strategisch wichtigste Stadt des Reiches. Es war direkt mit Rom verbunden, über die berühmteste militärische Trasse dieser Zeit, die Via Appia. Hier wurden zum ersten Mal 2 Halbkreise aufgebaut, die eine zentrale mit Sand bedeckte Ebene umgeben. Das lateinische Wort Arena bedeutet Sand. Ida Gennarelli ist die Direktorin der archäologischen Stätte, die die Überreste von Italiens ältestem Amphitheater beherbergt, dem zweitgrößten nach dem Kolosseum. Das Amphitheater von Capua wurde im 1. Jahrhundert nach Christus von ehemaligen Legionären errichtet. Es war insgesamt etwa 170 Meter lang, 139 Meter breit und verfügte über 3 Untergeschosse mit jeweils 80 Torbögen, die aus Travertin bestanden. Damit tausende Zuschauer die Veranstaltung verfolgen konnten, wurde das gesamte Theater mit Sitzen versehen, ähnlich einem heutigen Fußballstadion. Zur damaligen Zeit war das ein architektonisches Kunststück. Die Römer waren dafür berühmt, große Bauherren zu sein. Sie errichteten Aquädukte und Straßen. Aber die Amphitheater waren ihre absoluten Meisterwerke. Das verdankten sie natürlich nicht zuletzt ihren Sklaven. Am Bau eines solchen Theaters waren tausende Menschen beteiligt. Die Arena in Capua war die erste, die aus Travertin, Mörtel und Stein hergestellt wurde und reich dekorierte Innenräume und Sitze beinhaltete. Damit prägte sie den Stil der römischen Arenen für die nächsten Jahrhunderte. Das Amphitheater von Capua wird längst nicht mehr genutzt. Doch im Norden Italiens, in Verona, existiert eines, das bis heute ein Ort für Unterhaltungsprogramme ist. Dieser riesige Bau bot 30.000 Zuschauern Platz. Hier fanden klassische Gladiatorenkämpfe statt, aber größtenteils traten Gladiatoren gegen wilde und exotische Tiere an. Mit der Herrschaft Kaiser Augustus beginnt die Pax Romana. Neue Kolonien werden in das Reich eingegliedert und lernen Gladiatorenspiele kennen, die mittlerweile das Markenzeichen des Römischen Reiches geworden sind. Diese Inschriften erzählen die Geschichten berühmter römischer Gladiatoren und führen sogar Namen auf. Einer von ihnen wurde Generosus genannt. Er war sehr mutig und nahm an zahlreichen Kämpfen teil. Er starb hier in Verona, allerdings invictus, also ohne einen Kampf verloren zu haben. Ein anderer trug den Namen Panther, da er sich wie eine Katze bewegte. Wenn ein Gladiator geschlagen war, gab der Magistrat oder der Kaiser das Zeichen, ob er getötet werden sollte. Diese Geste mit dem nach unten gestreckten Daumen wird nur in wenigen Quellen erwähnt. Manche gehen davon aus, dass er eher nach oben zeigte. Andere behaupten, der Daumen musste zur Seite zeigen, um das Durchschneiden der Kehle anzudeuten. Fakt ist aber, dass letztlich der Kaiser das Recht hatte, über Leben und Tod der Gladiatoren zu entscheiden.
Ihnen wurde vor den Augen der Zuschauer die Kehle durchgeschnitten. Die verschiedenen Pforten der Amphitheater galten nicht nur unterschiedlichen sozialen Klassen oder den Siegern, es gab auch eine weitere für die Gefallenen. Eine der Hauptpforten führte in Richtung der Stadt. Das war der Ausgang für siegreiche Gladiatoren. Und die andere war für die Verlierer, das Libitina-Tor. Die Korridore, die Zuschauer nutzten, um von Ort zu Ort zu kommen, wurden Vomitorien genannt. Sie waren reich verziert, wie Originalbestandteile im Museum von Capua belegen. Bei diesen Spielen konnte sich jeder Zuschauer der Illusion hingeben, dass alle Anwesenden gleich sind. Sie alle feuerten dieselben Gladiatoren an und waren für diesen Moment auf der gleichen sozialen Ebene. Aber sobald die Veranstaltung vorüber war, nahm jeder wieder seinen Platz in der Gesellschaft ein. Während der frühen römischen Kaiserzeit gab es kaum jemanden, der es sich leisten konnte, auf eigene Kosten Spiele zu veranstalten. Die Anzahl an Gladiatoren war auf 120 pro Veranstaltung limitiert. Natürlich abgesehen von den Spielen, die vom Kaiser abgehalten wurden. Als ein Nachfolger von Kaiser Augustus seine Popularität steigern wollte, brachte er die Gladiatorenspiele auf eine neue Ebene. Nicht nur die Kämpfe sollten spektakulär sein, sondern auch die Arenen. Das Kolosseum steht auch heute noch. Aber die Ablagerungen vieler Jahrhunderte haben ihren Tribut gefordert. Die mühsame Restaurierung offenbart die ursprüngliche Farbe des Bauwerks. So sahen es vor 2000 Jahren die Römer, die die ersten Gladiatorenkämpfe besuchten. Das Kolosseum war der Dreh- und Angelpunkt der Stadt. Und das ist es bis heute. Auch wenn es heutzutage eher für ideologische Kämpfe steht. Das berühmteste Monument der Welt steht im Mittelpunkt einer Debatte über die Regulierung privater Förderung von Nationaldenkmälern. Es muss restauriert werden. Der Bürgermeister von Rom bat mich um Hilfe und ich bin stolz, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann. Nach 2 Jahren und mehreren Kulturministern konnte die Restaurierung 2014 endlich beginnen. Allerdings nicht ohne Schwierigkeiten. Sorgen oder Frustration? Nein. Von Zeit zu Zeit ärgert man sich darüber, dass unbedeutende Menschen den Ruf unseres Landes aufs Spiel setzen. Aber das ist kein Problem. Unbedeutende Menschen, unbedeutende Probleme. Vor 2000 Jahren fasst Kaiser Vespasian den Plan, das größte Amphitheater aller Zeiten errichten zu lassen. Einen Ort, an dem enthusiastische Massen blutige Duelle um Leben und Tod und das gnadenlose Abschlachten wilder Tiere mitverfolgen können. In erster Linie wurden Tiere massakriert. Das ging so weit, dass sich Cicero in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts darüber beschwerte, dass man im Orient kaum mehr Panther finden könne. Die Römer hätten fast für das Aussterben dieser Tiere gesorgt. Aber wer genau waren die Gladiatoren? Zu Beginn waren es Kriegsgefangene, die versklavt wurden, um das römische Volk zu unterhalten. Die ersten Gladiatoren erhielten dementsprechend Gattungsnamen, die auf ihre Herkunft hinweisen. Zum Beispiel Samnit, Gallier und Thraker. Jeder von ihnen konnte anhand der jeweiligen Ausrüstung schon als solcher erkannt werden. Das ist ein typischer Thrakerhelm. Die Helmzier zeigt einen Tierschädel. Das war besonders charakteristisch für die Helme dieser Gladiatorengattung. Es waren Kriegsgefangene, Kriminelle und manche meldeten sich sogar freiwillig.
Verzweifelte Römer, die sich in die Sklaverei begaben und darauf hofften, dass sie sich aus ihrer Schuld kämpfen könnten, auch wenn sie dann als gesellschaftliche Außenseiter enden würden. Aber sie waren auch populär. Sie setzten im Kampf ihr Leben aufs Spiel und wurden dafür öffentlich verabscheut. Die Menschen fanden es schrecklich, dass jemand Gladiator werden möchte. Auf der anderen Seite galten sie insgeheim aber auch als Helden. Viele sahen zu ihnen auf, wie heute zu Fußballstars oder anderen Prominenten. Sie wurden also einerseits dafür abgelehnt, dass sie sich verkauften, andererseits aber auch bewundert. Diese Ambivalenz umgab die Gladiatoren von jeher. Tatsache ist, dass sie zu Sklaven wurden, selbst wenn sie eigentlich freie Männer waren. Das empfand man natürlich als entwürdigend. Als sie sich zu den neuen Rekruten im Trainingslager begaben, wo sie über mehrere Monate hinweg zu Gladiatoren ausgebildet wurden, begrüßte man sie tatsächlich mit Peitschenschlägen. In der Arena waren sie Helden. Alle Augen waren auf sie gerichtet. Aber außerhalb davon waren sie nur Sklaven. Sie haben sich für Geld verkauft und erniedrigen lassen. Besondere Bewunderung erhielten sie angeblich von einer ganz speziellen Besuchergruppe, römischen Frauen aus der gehobenen Gesellschaft. Die Gladiatoren waren stark, athletisch und der Legende nach sehr begehrenswert. Viele Frauen fühlten sich zu ihnen hingezogen und nicht wenige brachen wegen einem Gladiator mit ihrer gut betuchten Familie. Auf einem Gladiatorentrainingsgelände in Pompeji fand man unter zahlreichen männlichen Skeletten auch ein weibliches. Es handelte sich nachweislich um eine reiche Dame, die ihren Lieblingsgladiatoren sehen wollte. Man sagt, sie sei glücklich gestorben. Römische Frauen verließen ihre Ehemänner und Kinder, um mit einer Gruppe umherziehender Gladiatoren ein Schiff zu besteigen. Aber es gab nicht nur männliche Gladiatoren. Auch weibliche Gefangene und Sklavinnen kämpften. Gladiatorinnen wurden allerdings nicht als gleichwertig angesehen. Sie kämpften während der Mittagszeit gegen Kleinwüchsige, während die Zuschauer auf die echte Unterhaltung und die richtigen Protagonisten warteten, die Männer. Auch wenn einige viel Geld verdienten und prominent wurden, jeder Gladiator lebte gefährlich. Während sie an Popularität gewannen, wurden diejenigen, die sie anboten, reich und mächtig. Man nannte sie Lanistas. Bis zur Zeit Kaiser Domitians trainierten sie ganze Gladiatorengruppen. Ein guter Lanista erkannte das Potenzial eines Gladiatoren sofort, wenn er vor ihm stand. Du bist schlank und schnell, dann wirst du ein Netzkämpfer mit einem Dreizack. Du bist groß und muskulös. Du wirst ein Thraker, bis unter die Zähne bewaffnet und fähig, Frontalangriffe abzuwehren. Die Gladiatoren wurden bewertet, gut ernährt und trainiert. Allerdings nicht immer mit echten Waffen. Bei ihren Auftritten in den Arenen wurden sie je nach Kampf oder Spiel unterschiedlich ausgerüstet und gekleidet. Das sind Clemides, ein sehr hoher Beinschutz. Es gab zahlreiche verschiedene Formen. Das hier sind Ochrea. Dazu gab es die unterschiedlichsten Schwerter und Schilde, in allen Größen und an den jeweiligen Gladiator angepasst. Im Training wurden Holzschwerter eingesetzt, sogenannte Ludis. Sie galten als sichere Waffen, da sie keine Wunden verursachten. Und man wollte den Gladiatoren natürlich nicht unbedingt echte Schwerter überlassen. Das wäre wohl keine gute Idee gewesen.
Der Spartakusaufstand war ein Beleg dafür, wie schnell diese Söldner Chaos in der Gesellschaft anrichten konnten. Spartacus war ein ehemaliger Legionär des Römischen Reiches, der in die Sklaverei geschickt und in der Gladiatorenschule von Capua trainiert wurde. 73 vor Christus führte er einen Sklavenaufstand gegen die Römische Republik an, der sich sehr schnell auf ganz Süditalien ausbreitete. Es dauerte 2 Jahre, bis der Senat dieses Problem richtig ernst nahm, da die Gladiatoren zunächst unterschätzt wurden. Man wollte ihnen auch nicht die Genugtuung geben, dass die besten römischen Legionen gegen sie eingesetzt werden müssen. Damit hätte man zugegeben, dass sie sehr viel stärker sind, als sie sein sollten. Aber genau das waren sie. Das beeindruckende Labyrinth unterhalb der Arena in Capua ist erst seit kurzem für Besucher zugänglich gemacht worden. Hier wurden die Gladiatoren und Tiere vor dem Betreten der Arena eingesperrt. Falltüren und Lastenzüge ermöglichten es, Tiere und Kulissen in die sandige Arena zu bringen. Hier nähten Ärzte die Wunden verletzter Gladiatoren. In diesen schmalen Korridoren war der Geruch des Todes allgegenwärtig. Unterhalb davon verliefen Wasserkanäle, um das Blut und jeglichen Abfall wegspülen zu können. Wir sind hier im Kellerbereich. Von hier aus wurden alle Bestandteile der Spiele in die Arena befördert. Über Lastenzüge wurden Wildtiere, Gladiatoren, Ausrüstung, alles, was zur Unterhaltung des römischen Volkes beitragen konnte, nach oben transportiert. Aber nicht jeder Kampf ging bis zum Tod. Den Lannistas lag natürlich viel daran, die Gladiatoren so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Die Panzerung und alle anderen Elemente der Ausrüstung sollten immer ein gutes Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive herstellen, damit der Kampf so lange wie möglich hinausgezögert werden konnte. Neben den Kaisern und Magistraten konnten auch die Lannistas über das Schicksal der Gladiatoren entscheiden. Und Fresken und Inschriften, die von Gladiatorenspielen berichten, beschreiben oft, dass auch die Öffentlichkeit in der Lage war, das Geschehen zu beeinflussen. Es wäre verrückt gewesen, einen sehr beliebten Gladiator sterben zu lassen, wenn sich das Publikum dafür einsetzt, dass er am Leben bleiben soll. Derartige Kämpfe bis zum Tod gibt es heute nur noch in Form des Stierkampfes. Ein Spektakel, das sich in der gesamten spanisch sprechenden Welt großer Beliebtheit erfreut. Hinter den Kulissen bereiten die jungen Toreros ihre prächtigen Kostüme vor, die sogenannten Trajes de Luces oder Lichteranzüge, während sich der erfahrene Stierkämpfer mental darauf vorbereitet, den Stier zu töten. Dieses altertümliche Ritual ist sehr riskant für die Toreros, die Picadores und natürlich auch für den Matador. Die Tötungstechnik ist der Maßstab für die Fähigkeiten des jeweiligen Matadors, genau wie im alten Rom. Dort wurden Gladiatoren auch nach ihrer Fähigkeit zu töten und selbst dem Tod zu entkommen bewertet. Die ersten römischen Arenen boten dem Volk eine einzigartige Form der Unterhaltung. Eine gigantische Show mit komplexen Kulissen, exotischen Tieren, Musik und in vielen Fällen mit einem unvergesslichen Blutbad. Dennoch dauerte es sehr lange, bis in Rom eine Arena errichtet wurde. Die Erbauer wurden vor eine große technische Herausforderung gestellt. Der Bau des Kolosseums war ein enormes Unterfangen. Es gab bereits zahlreiche andere Amphitheater in ganz Italien, also sollte dieses das größte und das Beste werden. Dieses Monument inmitten Roms zu errichten, stellte aber weitaus mehr dar als eine technische Meisterleistung. Es war ein politisches Symbol für die ambitionierte Herrscherdynastie, die dem Römischen Reich völlig neue Einflussbereiche eröffnen sollte. Fast 500 Jahre nach den ersten historisch belegten Gladiatorenkämpfen erhielt Kaiser Vespasian, der erste Herrscher der flavischen Dynastie,
Die einzigartige Gelegenheit, im Herzen der Stadt eine Arena errichten zu lassen und gleichzeitig das Andenken an seinen Vorgänger Nero zu zerstören. Die Geografie der Stadt spielte ihm dabei in die Karten. Unter Julius Caesar und Kaiser Augustus expandierte das Reich sehr rasant und chaotisch. 64 nach Christus legte ein Brand fast ein Viertel der Stadt in Schutt und Asche. Nero wurde für das Feuer verantwortlich gemacht und zusätzlich dafür verurteilt, dass er währenddessen Trojas Untergang besungen haben soll. Andere Quellen besagen, dass er sich sofort an den Löscharbeiten beteiligte und für die Finanzierung des Wiederaufbaus sorgte. In den Geschichtsbüchern kommt Nero nicht besonders gut weg, daher haben wir ein schlechtes Bild von ihm. Dabei hat er die Infrastruktur der Stadt modernisiert und eine neue Brandschutzordnung erlassen. Nach dem großen Brand gab es zahlreiche Stellen, an denen man bauen konnte. Und diese Chance nutzte Nero. Nun wurde zum ersten Mal eine richtige Stadtplanung betrieben, die breitere Straßen und feuerfeste Gebäude beinhaltete. Aber Nero ließ auch einen riesigen Bereich für einen neuen Palast einplanen, der sich vom Oppius im Norden über den Palatin im Westen bis zum Caelius im Süden erstreckte, die Domus Aurea, das Goldene Haus. Zwischen den Gebäuden befand sich ein riesiger quadratischer See. Im Eingangsbereich des Palastes ließ er eine riesige Bronzestatue seiner selbst aufstellen, den Koloss. Mit der Zeit verschwand immer mehr von dieser Palastanlage. Daher ist heute kaum noch etwas davon übrig. Nachdem Nero kurze Zeit später abgesetzt wurde, blieb sein Palast verlassen zurück. Und um jede Spur ihres Vorgängers zu verwischen, wollten seine Nachfolger direkt darauf ein neues Bauwerk errichten. Die römischen Architekten hatten bereits viel Erfahrung im Bau von Brücken, Aquädukten und Straßen. Und nun hatten sie auch ausreichend Platz zur Verfügung. An diesem Bau war eine Unmenge an hochqualifizierten Architekten beteiligt, die sehr viel Erfahrung mit sich brachten. Wir verfügen nicht mehr über die Fähigkeiten, so ein Bauwerk mit bloßen Händen hochzuziehen. Dafür setzen wir Kräne und andere Maschinen ein. Aber dieses Monument wurde mit purer Muskelkraft errichtet. Das war anstrengende körperliche Arbeit. Die Baugerüste bestanden aus Holz. Material wurde mit Hilfe von Lastenzügen nach oben befördert, die ebenfalls aus Holz, Nägeln und handgefertigten Seilen bestanden. So wurde das Kolosseum gebaut. Das Forum Romanum steht im Tal unterhalb des Palatin, wo sich einst der kaiserliche Palast befand. Südlich davon trifft man auf den Circus Maximus, in dem früher Wagenrennen stattfanden und heute politische Veranstaltungen und Rockkonzerte Menschen anziehen. Der Circus Maximus war gigantisch. Er konnte Hunderttausende Zuschauer fassen. Kaiser Trajan ließ als letzter römischer Herrscher weitere Anbauten errichten. Insgesamt zog er sich über mehr als 500 Meter. Die Kaiser konnten von ihren spektakulären Palästen aus direkt in den Circus Maximus blicken und so mit dem römischen Volk interagieren. Das war gut für die Volksnähe. Danach hatte jeder Kaiser einen Palast mit angeschlossenem Zirkus. Das gilt auch für Konstantinopel. Im Westen des Palastes befand sich Neros künstlich angelegter See. Hier sollte später das Kolosseum stehen. Doch zuvor musste Vespasian die Kassen der Stadt füllen. Zum Entsetzen der Bevölkerung musste diese von nun an für die Benutzung öffentlicher Urinale zahlen. Er ging sehr rational vor. Wenn man öffentliche Sanitäranlagen benutzen will, muss man eine Gebühr bezahlen. Das war seine Einstellung. Natürlich kam das nicht bei jedem gut an, aber er ließ sich nicht von seinem Kurs abbringen, da Rom dringend Geld benötigte. Als seine Kinder sagten, dass er das doch nicht tun könne, weil es beschämend und skandalös sei, nahm Vespasian eine Münze in die Hand, warf sie seinem Sohn zu und sagte, Pecunia non olet. Geld stinkt nicht.
Neros künstlich angelegter See stellte das perfekte Fundament für Roms neues Amphitheater dar. 70 nach Christus machten sich die Bauherren endlich daran, eine Arena zu errichten, die dieser Stadt gerecht werden sollte. Bevor es das Kolosseum gab, fanden in Rom an zahlreichen Orten Gladiatorenspiele statt. Der erste historisch belegte Gladiatorenkampf fand 264 v. Chr. auf dem Forum Boarium statt. Während der Römischen Republik wurden zeitweise im Forum Romanum Kämpfe ausgetragen. Vespasian wusste, dass nun die richtige Zeit gekommen war, um etwas Großes zu errichten. Dieser riesige Bau sorgte für unzählige Arbeitsstellen. Die Palastanlage musste zerstört, das Fundament des Sees ausgetrocknet und das Baumaterial herangeschafft werden. Das Kolosseum wurde aus Travertin gebaut, einem altertümlichen Kalkstein, der vor hunderttausenden Jahren in calciumcarbonathaltigen Süßwasserquellen entstand und nach dem Austrocknen der Quellen als Quellkalk ausgefällt wurde. Seine besonderen Qualitäten machten ihn zum perfekten Baumaterial für das große römische Monument. Das Travertin verfügt über Löcher, die wasserresistent sind. Sie absorbieren das Wasser nicht, sondern schließen es einfach ein. Eine außergewöhnliche Eigenschaft. Dieser Kalkstein sieht noch genauso aus, als ob man ihn gerade erst aus einem Steinbruch transportiert hätte. Er ist voller Löcher, also ist er sozusagen wasserabweisend. Aus diesem Steinbruch in den Bergen von Tivoli stammt seit über 2000 Jahren das Rohmaterial für Gebäude und Statuen, die in Rom errichtet werden. Noch bis vor kurzem wurde Travertin nur in Italien abgebaut. Heute findet man ihn weltweit. Aber die Italiener hatten ausreichend Zeit, um ihre Abbaumethoden zu perfektionieren. Alessandro da Silva arbeitet im Fratelli Pacifici Steinbruch, einem der größten Travertin-Steinbrüche Italiens. Es gibt weltweit viele Steinbrüche, in Mexiko, China oder auch in der Türkei, die in Europa unser größter Konkurrent ist. Aber wir haben deutlich bessere Kapazitäten und sind sehr viel erfahrener im Umgang mit diesem Material. Tivoli ist das Herz des Travertinabbaus. Die Römer holen sich hier seit mehr als 2000 Jahren Baumaterial für große Monumente, unter anderem für das Kolosseum. Travertin ist porös, aber trotzdem extrem hart. Und man kann ihn wie Marmor aufpolieren, obwohl seine chemische Zusammensetzung eher an Kalkstein erinnert. Der Vorteil dieses Steins ist, dass er sehr stark, aber einfach zu behandeln ist. Er ist sehr solide, aber nicht so schwierig zu bearbeiten wie Marmor. Wir können mit Sicherheit sagen, dass das Kolosseum so ausgesehen hat. Die Oberfläche wurde bewusst rau und körnig beibehalten. Es sollte ein Bauwerk für die Massen sein, also beließ man die Steine so. Während die Monumente, die für Kaiser errichtet oder Göttern gewidmet wurden, aus Marmor bestanden. Weich, glänzend und spiegelt. Aber wie konnten die Römer den Travertin abbauen und dann die massiven Blöcke zur Baustelle im Herzen der Stadt transportieren? Die Römer nutzten den Aniene. Sie luden die Steinblöcke auf Boote und ließen sie einfach bis nach Rom treiben. Nachdem diese Herausforderung gemeistert wurde, stand dem Bau des Kolosseums nichts mehr im Weg. Dank Vespasian bekam Rom nun endlich das Amphitheater, das dem Zentrum des Römischen Reiches würdig war. Und es hat bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren.